Weißt du, ich habe mich nie als Macherin empfunden. Ich habe mich immer als Mitmacherin empfunden. Ich habe so viel Respekt vor dir als Gründerin von solch einer gewaltigen Idee und Vision und wie du das geschafft hast, eben mit 0 Geld und noch 2 Kindern, Ja. so viel Verantwortung, das auf die Beine zu stellen. Aber ich habe damals schon langfristig gedacht, Mensch, ich möchte gern, dass meine Musikschule mich überdauert. Und dann habe ich eine Stiftung gegründet und die heißt ganz, ganz unbescheiden Deutsche Musikstiftung. Deutsche Musikstiftung. Ja, genau. Und den Namen gab es noch nicht? Nee, den gab es noch nicht. Unglaublich. Herzlich willkommen hier im Neurotalk. Heute mit Christine Büttner, der Mutter von dem bekannten Musikproduzenten The Fat Rat. Christine du hattest dich ja beim letzten Mal eigentlich schon so vorgestellt und du hattest letztes Mal schon so erzählt, wie Christian so eigentlich in der Musikschule, die du gegründet hattest, groß geworden ist, weil du die in deinem eigenen Wohnzimmer gegründet hast, weil du noch gar keine Räumlichkeiten hattest. Ja. Du hast damals ja auch bei uns bei den blauen Sängern in Göttingen, bei der musikalischen Studierendenverbindung dort, hast du ja mit im Orchester gespielt, richtig? Ja, da habe ich relativ kurz mitgespielt. Da habe ich Cello gespielt. Cello. Cool. Die waren aber mit Celli überbesetzt. Die hatten 12 Celli. Oh, 12 ja, eben, genau. Wow. Und wie bist du dann, du hast dann, du hast ja dann den Musikus gegründet, aber als Verein. Warum hast du dich für einen Verein entschieden? Weil mir das sinnvoll erschien. Ich bin zu einem Steuerberater gegangen und wollte mich beraten lassen, welche Form ich der Musik gebe, ob eben ein Verein oder ob ich als Privatunternehmen das weitermache oder eine GmbH oder irgendwas. Also für eine GmbH hatte ich kein Geld. Ich hatte überhaupt kein Geld, als ich anfing. 0. Ich wusste heute... Du hattest 2 Kinder? Ja. Ein Mann, der nicht verdient hat und hattest selber kein Geld. Genau. Und wusste oftmals heute nicht, wovon ich morgen einkaufe für die ganze Familie. Es war einfach so. Und also für eine GmbH war kein Geld da. Und ein Verein, der kostet ja fast nichts, wenn man den gründet. Und dann war ich bei dem Steuerberater und der hat mich eine Stunde lang beraten, hat aber Gott sei Dank nichts verlangt für die Stunde. Warum, weiß ich nicht. Und nach der Stunde wusste ich, ich gründe einen Verein. Aber hat der Steuerberater gesagt, du sollst einen Verein gründen? Nein. Sondern? Der hat mir immer erklärt, was der Vorteil am Privatunternehmen ist. Also ich müsste irgendwie Musikschule Christine Büttner oder sowas gründen und dass ich als Person dafür einstehe. Aber ich habe damals schon langfristig gedacht, Mensch, ich möchte gern, dass meine Musikschule mich überdauert. Denn irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist was wachsen kann. Und das soll doch nicht mit mir aufhören, denn das soll mich überdauern. Und deswegen habe ich ihm auch einen neutralen Namen gegeben, also Musikus e.V., Musi-Kuss, dieser Kuss. Und dann Musizierschule. Worauf ist nicht Musikschule. Eben genau. Und wo ist der Unterschied zwischen Musizier und Musikschule? In Musizieren steckt eine Leichtigkeit drin. Was Leichtes, Fröhliches. Ja. Und das wollte ich gerne. Musizieren ist irgendwie auch freier, ist nicht so Musik, das muss jetzt und die Musik sein, sondern Musizieren ist so alles, was irgendwie mit Musik produzieren zu tun hat. Ja, egal wie man es macht. Ja, genau. Da ist ja auch diese Freiheit drin, die du dann später umgesetzt hast, was du eben letztens auch schon erzählt hast, dass man da einfach mehr Freiheit den Kindern lässt und eben nicht so diktatorisch vorgeht, wie früher das so häufig der Fall war. Und dann hast du also den Verein gegründet und mittlerweile gibt es 4 Musikschulen von dem Verein? 6. Wir haben 6 Standorte. Von dem Musikus e.V. Ach so, dann habe ich die Musikschule geteilt. Geteilt? Warum? Ja, weil ich 2 Gebäude hatte, die ich langfristig der Musik sichern wollte. Ja. Und das schien mir sinnvoll, diese Gebäude in eine Stiftung zu geben. Und dann habe ich eine Stiftung gegründet und die heißt ganz, ganz unbescheiden Deutsche Musikstiftung. Deutsche Musikstiftung. Ja, genau. Und den Namen gab es noch nicht? Nee, den gab es noch nicht. Unglaublich.
Und ich hoffe, dass ich Zustifter aus allen Bereichen Deutschlands kriege Ja, und dass die Gebäude dazu stiften. Gebäude, die Platz bieten für praktizierende Musikerinnen und für Musik lehren und lernen und ausüben. Und auch, muss ich sagen, für Musiker und Musikerinnen zum Wohnen, weil die befinden sich in einer ganz, ganz unglücklichen Schere zwischen Altersarmut ja, und Mietpreisexplosion. ja. Also das ist eine Katastrophe. Und Und ich habe ja viele meiner befreundeten MusikerInnen sind ja teilweise auch kriegen immer noch Arbeitslosengeld, weil sie sich davon nicht ernähren können ja, und auf Dauer eben davon eine Rente zahlen. genau. Ich meine, in dem Sondershäuserverband, also bei mir war es halt die AMV Friedrichshainer Marburg, wo ich dieses riesige Haus hatte, wo ich mich ja frei entfalten konnte mit meinen musischen Ideen oder auch literarischen Ideen. Wir hatten damals unseren Literaturtreff dort in dem Vereinshaus sozusagen. Und das war einfach so schön, so ein Riesenhaus zu haben, wo so viele Ideen entfacht wurden. Ja. Theaterstücke gespielt wurden, Orchester gespielt haben, Chore gesungen haben, Tanzgruppen getanzt haben. Also so viel Kreatives, alles in einem Haus. Ja, genau. Das fand ich toll. Ja. Deswegen verstehe ich so deine Vision. Ja. Und dann sind jetzt wie viele, dann haben auch manche Musikschulen gehören jetzt dieser Stiftung, oder was? Genau. 2 von diesen Häusern gehören der Stiftung Ja, und die anderen 4 Musikschulen, die sind noch vom Musikus geführt. Und mit diesen Häusern, die der Stiftung gehören, da war das so, ich wollte ja von Anfang an, dass der Musikus diese Häuser kauft, weil die so gut als Musikschule geeignet sind. Nur keine Bank der Welt gibt einem Verein, einem gemeinnützigen Verein, der unwesentliche Rücklagen hat, ja, logisch. gibt dem so einen Kredit, dass man mit fast keinem Eigenkapital oder ohne Eigenkapital so ein Haus kaufen kann. Ja. Das machen die nur bei einer natürlichen Person und mich kannten sie schon seit zig Jahren und haben sie gesagt, ja, ich kriege den Kredit, aber nicht der Musikus e.V. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass es eigentlich nicht meine Leistung ist, die das Ganze erschaffen hat, sondern die Leistung von den vielen sehr motivierten Lehrkräften, die uns zum Teil über Jahre lang, Jahrzehnte lang die Treue gehalten haben. Also den Musikus e.V. gibt es jetzt seit 35 Jahren und wir feiern ein 20-jähriges nach dem anderen bei den Kollegen und Kolleginnen, weil viele über 20 Jahre dabei sind. Wow. Also ganz wenige sind auch über 30 Jahre dabei, aber relativ viele mehr als 20 Jahre. Und das ist natürlich toll. Deren Herz hängt genauso dran, wie mein Herz dran hängt. Und ich würde nie eins dieser Gebäude verkaufen und sagen, ach, ich mache mir so ein schönes Leben davon. Obwohl ich das könnte. Ja. Also war sogar ein Vorschlag, komm, verkauf dieses Haus und dann bist du schuldenfrei. Ja. Und dann hätte ich alle anderen Häuser schuldenfrei gehabt. Ja. Und dann machst du dir ein schönes Leben. Nein, dann würde ich einer Reihe von Musiklehrern den Boden unter den Füßen wegziehen. Ja. Das ist ja auch deren Leistung, ist nicht nur meine Leistung. Ja. Meine Leistung ist die Anschubsleistung. Aber das Ganze zu erhalten, das ist deren Leistung. Das kann ich nicht machen. Das mache ich auch nicht. Das ist echt faszinierend. Ich finde, ich habe so viel Respekt vor dir als Gründerin von solch einer gewaltigen Idee und Vision und wie du das geschafft hast, eben mit 0 Geld und noch 2 Kindern, so viel Verantwortung, das auf die Beine zu stellen. Weißt du, ich habe mich nie als Macherin empfunden. Ich habe mich immer als Mitmacherin empfunden. Mitmacherin. Ja. Und du hattest ja auch erzählt, du hast ja am Anfang versucht, eben andere Kolleginnen zu fragen, hey, lass uns doch da gründen und am Ende hast du es alleine gemacht. Ja, genau. Kannst du das noch erzählen? Ja, also ich habe die Musikschulleiterin gefragt, komm, lass uns eine Musikschule gründen. Nachdem du dann eben an dieser Musikschule, wo du gearbeitet hast, die ja geschlossen hat, weil sie keine Fördergelder mehr bekommen hat. Ja. Und dann nein und das Risiko und so. Und dann war da ein sehr netter Trompetenlehrer, sehr fähig, aber eben richtiger Musiker. Ich sagte, komm, gründe mal eine Musikschule. Ich mache mit. Ich hätte wahnsinnig gern gehabt, dass jemand anderes macht. Ich mache mit.
Nein, 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 und das Risiko und so weiter. Und dann noch einen, auch so ein Blockflötenlehrer, auch ein total netter Mensch. Nein, 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 das Risiko. Ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, dann Wenn mache ich es sonst eben. keiner macht, dann muss ich es Dann machen. bin ich an meine Mitmusiker gegangen. Da hatte ich schon mein kleines Salonorchester, Göttinger Nostalgiker, und also liebevoll genannt die Nostis. Und da bin ich zu meinen Nostis gegangen, abends in die Probe, bei uns im Wohnzimmer. Und da habe ich gesagt, hey Nostis, ich habe mal eine Frage an euch. Ihr würdet mir einen Riesengefallen tun, wenn ihr mit mir einen Verein gründet. Es ist für euch kein Risiko. Wer waren die Nostis nochmal? Das war mein kleines Salonorchester. Was du gegründet hattest? Ja, genau. Ah. Das gibt schon 5 Jahre länger als den Musikus. Also wir waren 2 Geigen, Bratsche, Cello, Kontrabass, Querflöte, Klarinette, die habe ich gespielt und Klavier. Und dann bin ich eben zu den Nostis hingegangen und habe gesagt, komm, bitte gründet mit mir einen Verein. Es kostet euch nichts, ihr geht kein Risiko ein. Wir kriegen einen Probenraum, der nicht in unserem Wohnzimmer ist, und ihr tut mir einen großen Gefallen. Ja, haben die gesagt, warum nicht, wenn es nichts kostet. Und dann haben wir eine Gründungssitzung gehalten und dann wurde Anfang 1990 dieser Verein gegründet. Cool. Ja. Wow. Und du hast ja hier dieses Buch geschrieben, Die artgerechte Haltung der Spezies Homo sapiens. Und erzähl mal ein bisschen mehr zu dem Buch. Also, Ja. und ich habe gelesen, da geht es irgendwie um 2 Kinder, die auch in so eine irreale Welt, die da ihren Eigentum haben. Es ist eine Romanreihe. Roman 1 und Roman 2 sind auf dem Markt. Ja. Und zwar das, worum es in dem Buch eigentlich geht, das ist nämlich das bedingungslose Grundeinkommen. Und das ist meines Erachtens für ein menschenwürdiges Leben in der Zukunft jetzt bei KI, angesichts KI, noch viel wichtiger als vorher. Vor allem, Also, wenn man solche Berufsgruppen wie Musiker Ja. anschaut, haben wir ja Ja. gerade schon drüber gesprochen. Meine Ja. Musikerfreunde, die meisten bekommen Arbeitslosengeld, um sich Ja. irgendwie über die Runden zu kriegen. Genau. Und dann sind sie in dieser blöden Falle, dann dürfen sie wieder nur so und so viel dazu verdienen. Wir haben ja auch solche Lehrer, Ja. die kommen mit Arbeitsgeld zu uns, Arbeitslosengeld, kommen sie dann zu uns und dann wollen wir den Kurse anbieten. Nein, 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 ab da darf ich jetzt nicht mehr verdienen. Da sage ich, wie bitte? Da gibt es die Schüler, da gibt es den Raum, da gibt es dich, du würdest gern, alles ist bereit. Und was steht da dazwischen? Das System. Ja. Also das System muss geändert werden. Und zwar heißt deswegen der zweite Band, der heißt Systemwechsel. Systemwechsel. Ja, weil es dringend notwendig ist, dass unser System gewechselt wird, dass jeder Mensch, ob er Arbeit hat oder nicht, ob er krank ist oder gesund, ob er alt ist oder jung, jeder Mensch hat das Recht zu überleben, und zwar in Würde zu überleben und nicht so wie jetzt. Es ist unwürdig. Es ist unwürdig, wenn ein Musiker sagt, oh toll, jetzt nehme ich die Gruppen und dann, nee, die nächste Gruppe, die darf ich jetzt nicht nehmen, weil sonst wird mir dies und das und dies und das gekürzt. Gestrichen. Das ja. ist völliger Quatsch. Und das wirklich Bittere ist, wenn jemand von der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit geht, der muss ja gleich ganz viel verdienen, um diese wahnsinnigen Kosten zu bezahlen. Also er Ja. muss sich erstmal selbst privat versichern. Das ist dann gleich so ein Fall für die, dass es sich auch nicht lohnt. Ja, Also, und dann trauen sich ganz viele auch gar nicht in die nee, Selbstständigkeit. genau. Ja. Nee. Weil ein halbes Jahr ist nichts, Ist nichts für um eine sich auf eigene Selbstständigkeit. Beine das zu stimmt. stellen. Das stimmt. Also es müssten mindestens 2 Jahre sein. Ja. Also mein Vater, der auch selbstständig war, der hat ein Geschäft, so ein großes Glas Porzellan, und der hat immer gesagt, es braucht 5 Jahre, bis ein Geschäft sich etabliert. Ja, vielen Dank. Gibt es noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du mit unseren Zuhörern, Zuschauerinnen teilen möchtest? Weil vor allem, Also- finde ich, für Gründerinnen Mhm. ist deine Geschichte, finde ich, bist du als Person eine unglaubliche Motivationsperson, weil du das einfach alles alleine gewuppt hast. Ja, ja. Wie ich schon gesagt habe, ich hatte nie das Gefühl, ich will da und dahin und ich setze das jetzt mit aller Gewalt durch. Ja. Sondern ich habe immer meine Fühler nach allen Seiten ausgestreckt und habe geguckt, was kommt. Und dann ist mir ein Satz ist mir untergekommen, der hat total auf mich zugetroffen.
Nämlich das Leben ist wie eine nährende Mutter. Es gibt dir die Brust mit allem, was du brauchst zum Leben. Aber saugen musst du. Nuckeln musst du selber. Genau, und das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Und wenn du mal schaust, wie ein kleines Kind erstmal sucht, bis es dann die richtige Stelle gefunden hat, genauso muss man auch suchen. Und nicht sagen so, das ist jetzt meine Stelle, da gehe ich hin und wehe, es klappt nicht, dann ist man wahnsinnig enttäuscht. Sondern so wie Christian auch, da war es eben erstmal Klingeltöne. Und andere waren sich zu fein, um Klingeltöne zu produzieren. Ja. Und er hat gesagt, nee, ich lerne davon, was wollen die Leute hören. Und das ist bis heute so. Wer Musik produziert, der muss sich einfach darum kümmern, was wollen die Leute hören. Ja. Und nicht darum, was will ich machen. Der muss sich darum kümmern, was wollen die Leute hören. Weil sonst verkauft er nichts. So einfach ist es. Ja. Und nicht sagen, meine Musik ist so und die bösen Leute wollen es nicht hören. Und ich nage am Hummertuch. Ja, das geht nicht. Entweder oder. Und dann nachher kommen sie und sagen, ja, du hast ja so ein Glück und hast so einen Erfolg. Nee, das ist nicht Glück. Du, das ist Dickkopf. Ich finde, das ist ein guter Abschluss. Ja. Das ist kein Glück, um erfolgreich zu sein, sondern das ist reiner Dickkopf. Ja, genau. Und willensstark. Ja. Vielen Dank, Christine, dass Ja, du bitte, dabei gerne. warst. Gerne.